Wow, sie ist so schön. Wow, er hat ein neues Auto. Unglaublich, sie sind schon wieder im Urlaub auf den Malediven. Guten Morgen, Anna. Hier ist dein Kaffee. Anna? Hallo? Erde an Anna. Huch. Oh, danke, Lukas. Entschuldigung, ich war weg. Du warst auf Instagram, richtig? Du siehst nicht glücklich aus. Du siehst klein aus. Ich fühle mich auch klein. Schau dir das an. Alle haben ein perfektes Leben. Alle sind reich, alle sind fit, alle sind glücklich. Nur ich sitze hier in meiner Pyjamahose und trinke kalten Kaffee. Willkommen in der Hölle, Anna. Willkommen beim Learn German Podcast. Heute sprechen wir über den größten Feind der Zufriedenheit, das Vergleichen. Es gibt ein berühmtes Zitat von Theodore Roosevelt: Der Vergleich ist der Dieb der Freude. Comparison is the thief of joy. Das stimmt. Vor 5 Minuten war ich noch okay. Dann habe ich Instagram geöffnet. Und jetzt fühle ich mich schlecht. Mein Leben wirkt langweilig. Das ist das Problem. Du vergleichst dein Inneres, deine Gefühle, deine Unsicherheit mit ihrem Äußeren, ihre Fotos, ihre Filter. Das ist unfair, oder? Ich sehe Ihre Highlight-Show, aber ich kenne Ihre Probleme nicht. Genau. Vielleicht streiten sie sich im Urlaub. Vielleicht hat der Mann mit dem Auto Schulden. Wir wissen es nicht. Aber dein Gehirn denkt, er ist besser als ich. Lass uns die Grammatik dazu anschauen. Wenn wir vergleichen, benutzen wir den Komparativ. Das Wort endet meistens auf er plus als. Okay, lass mich probieren. Mein Haus ist klein, Ihr Haus ist größer als mein Haus. Sehr gut. Größer als. Noch ein Beispiel. Ich laufe langsam, aber Usain Bolt läuft schneller als ich. Gut. Und bei Adjektiven wie gut, gut wird zu Besser. Mein Kaffee ist besser als dein Tee. hey, das nehme ich persönlich. Aber ja, die Struktur ist A ist Adjektiv R als B. Liebe Zuhörer, macht mit. Vergleicht euch jetzt. Sagt, ich bin klüger als gestern. Es gibt noch eine wichtigere Struktur für B1. Wenn eine Sache die andere Sache beeinflusst. Wir nennen das je, desto. The. Wie funktioniert das? Teil 1. Je, Komparativ, Verb am Ende. Teil 2. Desto, Komparativ, Verb am Anfang. Okay, das ist kompliziert. Ich versuche es mit Instagram. Je mehr ich scrolle, desto trauriger werde ich. Perfekt. Je mehr ich scrolle, Nebensatz, desto trauriger werde ich, Hauptsatz. Noch ein Beispiel. Thema Geld. Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man? Das sagt man so. More money, more problems. Ein Beispiel für das Lernen. Je mehr ich übe, desto besser spreche ich. Jetzt ihr. Verbindet diese 2 Sätze. Ich warte lang, ich werde ungeduldig. Die Lösung ist, je länger ich warte, desto ungeduldiger werde ich. Anna, leg das Handy weg. Ich erzähle dir eine alte Geschichte. Die Geschichte vom unzufriedenen Steinhauer. Okay, ich höre zu. Es war einmal ein Steinhauer. Er arbeitete hart in der Sonne. Er schlug Steine. Er war müde und unzufrieden. Er sagte, ach, wäre ich doch reich, dann müsste ich nicht arbeiten. Ich verstehe ihn.
Plötzlich passierte ein Wunder. Er wurde ein reicher Kaufmann. Er hatte Geld. Er wurde in einer Sänfte getragen. Aber dann sah er den König. Der König hatte mehr Macht. Der Kaufmann wurde neidisch. Er sagte: »Ach, wäre ich doch der König!« Und? Wurde er König? Ja, er wurde König. Er war mächtig. Aber dann kam die Sonne. Die Sonne war heiß. Sie verbrannte das Gesicht des Königs. Der König dachte: Die Sonne ist mächtiger als ich. Ich will die Sonne sein. Er ist nie zufrieden, oder? Er wurde die Sonne. Er strahlte heiß. Aber dann kam eine Wolke. Die Wolke verdeckte die Sonne. Er wurde die Wolke. Er machte Regen und Sturm. Aber der Sturm prallte gegen einen großen Felsen. Der Felsen bewegte sich nicht. Die Wolke dachte: Der Felsen ist mächtiger als ich. Ich will der Felsen sein. Er wurde der Felsen. Hart und stark. Aber dann hörte er ein Geräusch. Kling, kling, kling. Er spürte einen Meißel. Da war ein kleiner Steinhauer, der den Felsen bearbeitete. Und der Felsen dachte: Dieser Mensch ist mächtiger als ich. Wow. Er war am Anfang ein Steinhauer. Und am Ende wollte er wieder ein Steinhauer sein. Er ist im Kreis gelaufen. Genau. Er hat immer nach oben geschaut. Er hat sich immer verglichen. Und deshalb hat er vergessen, wer er ist. Das ist eine traurige Geschichte, Lukas. Aber sie ist wahr. Wenn ich mich vergleiche, verliere ich mich selbst. Wir brauchen ein wichtiges Wort. Einzigartig. Einzigartig heißt, es gibt mich nur einmal. Kannst du eine Rose mit einem Kaktus vergleichen? Nein, die Rose ist schön, der Kaktus ist stachelig, aber er überlebt in der Wüste. Sie sind beide perfekt, aber für verschiedene Dinge. Du kannst nicht so sein wie die Frau auf Instagram, aber sie kann auch nicht so sein wie du. Okay, genug Philosophie. Wir brauchen eine Lösung. Wie stoppen wir das Vergleichen? Ich habe von einer Methode gehört. Das Dankbarkeitstagebuch. Das klingt einfach. Wie funktioniert es? Jeden Abend schreibst du 3 Dinge auf. Dinge, für die du dankbar bist. Nicht, ich habe ein neues Auto, sondern kleine Dinge. Zum Beispiel: Der Kaffee war lecker. Die Sonne hat geschienen. Ich bin gesund. Wenn du auf das Gute schaust, hast du keine Zeit, auf andere zu schauen. Je dankbarer ich bin, desto glücklicher bin ich. Lass uns das üben. Ich sage einen negativen Vergleichssatz, du machst daraus einen positiven Dankbarkeitssatz. Okay, Challenge accepted. Mein Nachbar hat ein größeres Auto als ich. Ich bin dankbar, dass mein Auto mich sicher zur Arbeit bringt. Sehr gut. Nächster Satz. Meine Freundin ist viel dünner als ich. Ich bin dankbar, dass mein Körper gesund und stark ist. Er hat viel mehr Follower auf Instagram. Ich bin dankbar für meine echten Freunde im realen Leben. Das ist schwer, oder? Aber es ist Training für das Gehirn. Lukas, ich mache noch etwas. Ich nehme mein Handy, ich gehe auf Instagram und ich entfolge allen Accounts, die mir ein schlechtes Gefühl geben. Raus mit dem Müll. Take out the trash. Tschüss, Supermodel. Tschüss, Millionär. Tschüss, perfekte Familie. Das fühlt sich leicht an. Liebe Zuhörer, das ist eure Hausaufgabe. Findet 3 Accounts, die euch stressen und drückt auf Entfolgen. Seid mutig. Wir sind am Ende. Vergesst nicht, das Leben ist kein Wettkampf, Competition. Das Leben ist eine Reise. Und auf dieser Reise ist der einzige Mensch, den du schlagen musst, du selbst.
Sei heute besser als gestern. Das reicht. Schreibt uns in die Kommentare. Wofür seid ihr heute dankbar? Wir lesen alles. Habt eine wunderbare Woche ohne Vergleiche. Ihr seid genug. You are enough. Tschüss! Auf Wiedersehen.